Kämpferin, sie ist eine Streiterin. Sie hat Klagen gegen Umweltbelastungen eingereicht und außerdem ist sie auch Buchautorin. Sie ist überall in Dokumentationen zu sehen und sie ist heute hier. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen nochmal, Mary Holland. Thank you to all who have made this event possible, and thank you all for coming. It's a great honor to me to be here. The Nuremberg Code is an international monument to humanity. It's a critical guidepost, not unlike the Ten Commandments of the New Testament or similar guidance in other religions. In essence, the code says, do this and you'll stay on the right path. Stray from this and bad things will happen. And the last 2 years have certainly proven the wisdom of this document. I'm especially honored to be here because the authors of the Nuremberg Code were doctors and lawyers from the United States who sought to prevent future horrors. And they built on medical and legal ethics established here in Germany early in the 20th century. I deeply wish that US, British, Russian, and German government representatives were here with us today, as well as representatives of the global mainstream media. It's a sad commentary that they are absent, but I am delighted that we the people are here, because it will be we the people who restore our rights, our laws, and our morality, and will lead us out of these troubled times. For over 75 years, the Nuremberg Code has been a beacon of light. All medical and legal norms have been based on it in medicine since 1947. It is the foundation of modern medical ethics. And the code has been incorporated into US federal and state law. And US courts have recognized the code as a universal, international legal standard, like the norms prohibiting slavery and piracy. The code exists and is enforceable even if a country or institution or individual denies its validity. The consent of the individual is absolutely essential. There are no exceptions. Tragically, in the last 2.5 years, we have witnessed a global assault on the Nuremberg Code. Governments, medical establishments, universities, and the media have violated the very first principle and every other principle of the Code's 10 points. They have coerced people into being human guinea pigs. They have forced people on penalty of losing their livelihoods, their identities, their health, their friendships, and even their families to take inadequately tested, experimental, gene-altering injections, as well as other experimental tests and medical devices. The people who have intentionally, knowingly, maliciously violated the principles of the Nuremberg Code must be punished. They must be called out, prosecuted, and punished for crimes against humanity. This is one of our key tasks. We must ensure this does not happen again. And the results of this mass experimentation with COVID injections
is already tragically clear. Those who've been seduced or forced into becoming experimental subjects are now at the greatest risk of illness, hospitalization, and death. The precise opposite of what so-called global leaders told us. Yet again, as during World War II, the big lie has preceded untold death and suffering. In the US and here in Europe, no vaccine has ever remotely compared to these injections. The risk and death profile of these injections is unprecedented. And we now see these so-called leaders flip-flopping again, only offering more of the same. They're now promoting even less tested new injections for the fall. We live in dangerous times. If world governments and their collaborators continue to flout the Nuremberg Code and to censor those of us who criticize the big lie, we know where this leads. It leads to atrocities. It leads to a legacy of ashes. And we have already witnessed terrible atrocities in the last 2.5 years. We have seen children become disabled and die needlessly. We have seen adults and elders receiving deadly treatments and being denied life-saving medicine. We have seen families separated and interned in quarantine camps against their will. We are better than this. We deserve better, and we can do better. We must stand up for our God-given, inalienable rights under the Nuremberg Code. We must demand that we will not be experimented on. And I have a message of hope for us today. It is not too late. It is not too late in Europe or anywhere else. Let us not forget, we are winning over these last 2.5 years. The narrative that these injections work is over. The narrative that the lockdowns work is over. The narrative that testing asymptomatic people is over. And the narrative that our so-called leaders know what the hell they are doing is over. Let us really let this sink in. We are winning. Why? Because morals are on our side. Science is on our side. The law is on our side. And the Nuremberg Code is on our side. We are winning. But, and there is a but, the ultimate victory is not yet secure, and it is up to us who are here. Not all of our friends and relatives and colleagues understand what we are truly up against. They don't understand where this path leads. We must be courageous, and we must share our knowledge, even if people are resistant. Courage is contagious. If we can repel these lies and coercion, they can too. As we stand firm, others will join us. People are joining us every day. Restoration of the Nuremberg Code is within our grasp, but we must come together and we must do what we are doing today
and we must teach everyone that we can that we must honor and enforce the Nuremberg Code. We can make this happen, and I want to try to say in German and have you join me to say 3 times. Wir kriegen das hin. Vielen herzlichen Dank. Mary Holland war das. Mit ihrer großartigen Rede. Dankeschön. Ja, schön. Ein wirklich tolles Programm, finde ich. Bin ganz stolz. Wir machen weiter. Wir haben einen Gast, wir haben ja viele Gäste. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! 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 Nur weiter so. Gut. Dankeschön. Ihr seid super. Wir können auch noch eine Nachtschicht hier machen, ne? Oder bis morgen bleiben. Genug zu sagen gibt es, das wissen wir, sodass wir wirklich ein strammes Programm haben und ein bisschen gucken müssen, dass wir das auch hinkriegen mit den Zeiten. Vielen Dank, dass ihr auch mal was gesagt habt. Richtig schön. Ja, okay. Jetzt haben wir einen weiteren internationalen Gast und ich darf euch gleich sagen, er wird Deutsch sprechen. Er spricht viele Sprachen und er wird diese Rede jetzt auf Deutsch halten. Es ist Dr. Hervé Seligman, ein israelischer biomedizinischer Forscher mit Schwerpunkt molekulare Evolution und Pathologie von Krankheitserregern. Er hat über 100 internationale Publikationen und ist hier, er ist ein bisschen in Kritik geraten, weil er war derjenige, der den Mut hatte, die Daten von früh erkennbaren Impfschäden in Israel wissenschaftlich auszuwerten und zu publizieren. Er ist heute hier und wir sind sehr stolz und freuen uns auf ihn. Einen großen Applaus für ihn. Ihre Bühne. Hallo, also normalerweise fange ich Reden an mit Witzen, aber dieses Mal kann ich nicht. Und vor allem, weil es, so wie ich es höre, in der deutschen Presse wird dieses Ergebnis hier, dieses Event also es ist ein Vergleichen mit den Nazis und das ist eine Verharmlosung vom Narzissmus. Und das werde ich auch jetzt auf Hebräisch sagen. בדרך כלל אני מתחיל שיחות כאלה בבדיחה, אבל הפעם לא מתחשק לי לזה, כי אני מגיע לפה ושומע שבמדיה הגרמנים אומרים שפה, מה שקורה פה זה משהו נאצי, ובעצם ההשוואה היא פשוט אין לי מילים לזה. Und jetzt werde ich aber trotzdem weiter
auf Deutsch reden. Und egal was ich jetzt sage, das Wichtige ist, das Kodex, das Nürnberger Kodex ist wichtiger als je. Und das ist, was man sich erinnern muss. Und es soll nicht geändert werden, aber vielleicht erweitert werden. Das ist ungefähr, was ich jetzt sehe. Eine der typischen Fragen, die ich höre, aber die vom Thema abweichend ist, wie kommt es, dass Israelis auf die Gehirnwäsche hereinfallen und Pfizers Versuchskaninchen werden konnten? Israelis durchlaufen ein umfangreiches militärisches Training, das Vertrauen in Regierungsinstitutionen erfordert und dazu erzieht. Außerdem haben mehr als die Hälfte der Israelis keine europäische Familiengeschichte und können sich nicht am Narzissmus erinnern, also persönlich erinnern. Höchstwahrscheinlich beziehen sich die meisten Folgefragen zu dieser kurzen Liste, die ich jetzt gebe, auf dieses Off-Topic-Punkt und enthüllen an sich Versuche, vom Hauptthema der Liste abzulenken, indem weit verbreitete Vorurteile gegen und Gehirnwäsche über Israel verwendet werden. Also mein erster Punkt ist an sich der Punkt der Zustimmung. Die freiwillige und informierte Einwilligung ist ein primärer und wichtiger Bestandteil des Nürnberger Kodex in Bezug auf die Teilnahme von Einzelpersonen an medizinischen Experimenten. Verschiedene Formen kryptischer Zwänge und psychologischer Manipulationen entkräften diesen Punkt jedoch. Zum Beispiel identifizieren sich beim Stockholm-Syndrom Opfer von Inhaftierung und extremen Verbrechen, einschließlich Vergewaltigung und Folter, mit den Folterern und ihrer Ideologie. Wahrscheinlich reagieren einige von uns wie beim Stockholm-Syndrom, indem sie auf Befreiung von der Folter hoffen, indem sie sich der Sache ihrer Folterer annehmen. Parallelen zu Covid-Lockdowns, die das Publikum darauf vorbereitet, experimentelle Injektionen und so weiter zu akzeptieren, diese Parallele scheinen mir offensichtlich. Und dieser Punkt für der Zustimmung bringt mich auf Punkt 3. Der Anwendungsbereich des Nürnberger Kodex auf sozial-, psycho- und pädagogische Experimente auszudehnen soll. Dies sind unabdingbare Bedingungen, um die Bevölkerung von Tätern und Opfern darauf vorzubereiten, Menschenversuche zu akzeptieren. Vierter Punkt. Doppelblind-Experimente versus wissenschaftliche Beobachtungen. Die Forderung nach doppelblinden Experimenten zur Bestätigung von Behandlungen treibt die Annahme und Multiplikation dieser Experimente voran. Solche Experimente sind per se ethisch fragwürdig. Sie bedürfen den individuellen Einwilligung, da Individuen nicht durch eine spezifische angepasste Behandlung behandelt werden, sondern als statistische Einheiten in einer Stichprobe. Die Annahme der Summe von wissenschaftlichen Beobachtungen für praktische Zwecke vermeidet solche große angelegten Experimente, die Zeit, Finanzen und Zentralisierung erfordern. Und darum sind sie besonders anfällig für Manipulationen. Und man soll wissen, die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse waren das Ergebnis von Beobachtungen wie in Geografie, Geologie, Astronomie, Anatomie und selbstverständlich und vor allem in der Medizin. Mein letzter Punkt, und dann ist es vorüber. Verbrechen gegen den Nürnberger Kodex auf Argumente der Unwissenheit sollen ausgedehnt werden. Mehrere neuere offensichtliche Beispiele beweisen kriminelle Absichten.
indem sie vorgeben, seit langem bekannte Wissenschaft zu ignorieren. Dies sind klare Beispiele für absichtliche Fehlinformationen. Zum Beispiel seit Anfang der 90er Jahre wurde gezeigt, dass Spike-Proteine gefährliche Toxine sind, unter anderem durch das Verursachen von Störungen des Immunsystems. Nummer 2, im Jahre 2020 wurde die Fähigkeit von Coronaviren zu mutieren, also Mutationen, und damit die potenzielle Wirksamkeit von Impfstoffen einzuschränken, die wurde verneint. Obwohl das also evident war. C. In 1975 haben Baltimore, Dulbecco und Temin den Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekommen. Da bewiesen sie, dass RNA-Revers in DNA transkribiert werden kann. Daher kann eingespritztes RNA in die Chromosomen der Eingespritzten eingefügt werden. Und mein letztes Beispiel ist, bei jeder Injektion besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Blutgefäße getroffen sind. Daher bleibt der Injektionsinhalt, also der Inhalt der Spritze, nicht an der Spritzenstelle und der wird sich über den ganzen Körper verteilen. Und wieder, ich sage es Ihnen nochmals, am Ende, der Kodex ist wichtiger als je. Hier ist noch Ton. Nehmen wir halt den. Vielen, vielen Dank. Ja, wir dürfen nochmal klatschen, bitte.